Ja, also ich mache das auch zum ersten Mal, diese Elbüberquerung. Ich habe das auch noch nie gemacht. Heute, wie man sieht, die Kampfpanzer sind aufgefahren im technischen Bereich. Wir werden heute die Vorbereitungen treffen für den morgigen Straßenmarsch. Dort wird dann die weiterführende Übung stattfinden. Wir sind jetzt hier im Klietz. Ja, der eigentliche Auftrag, warum wir hier sind, ist einfach nur, damit wir diesen Straßenmarsch, also dieser Überlandmarsch ins GÜZ, ins Gefechtsübzentrum, 100 Kilometer mit so einem großen Gefechtsverband, darauf bereiten wir uns jetzt vor. Wir haben schon 2 Tage hinter uns. Und die sogenannte Straßenmarschbereitschaft müssen wir herstellen. Das heißt, der Turm muss auf 6 Uhr gezurrt werden. Der sogenannte Schnuffi, also dieses weiß-orangene, was hinten auf die Bordkanone draufkommt, das muss drauf. Dann müssen wir gucken, dass alle also alle Staufächer geschlossen sind und fest sind, sodass wir auf dem Straßenmarsch halt nichts verlieren. Im Verfügungsraum hatten wir das über den Kampfpanzer rüber als Sichtschutz vor Drohnenaufklärung und so. Und wir haben das heute Morgen im Dunkeln runtergeholt und deswegen wollen wir das jetzt nochmal einmal ordentlich aufrollen, zusammenwickeln. Ja. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn wir nachts im Dunkeln ankommen. Dann muss das so aufgerollt und zusammengefaltet sein, dass wir halt im Dunkeln nicht lange das hin und her machen müssen, sondern dass wir es einfach aufhalten können und dann in die Bäume spannen können. Deswegen ist die Vorbereitung eigentlich sehr wichtig dafür, ja. Tanken, damit nicht irgendeiner liegen bleibt, weil er nicht genug Sprit hat. Wir sind aktuell auf der Waschanlage, waschen unsere Fahrzeuge. Das ist wichtig, dass das Laufwerk von jeglichen Steinen und Schmutz befreit wird. Weil die eben, ja, wenn wir Geschwindigkeit haben auf der Straße, kann da mal ein Stein wegfliegen. Aber auch, damit wir auch nicht die ganzen Straßen verschmutzen. Ja, das ist eben wichtig, auch für die Elbüberquerung morgen, dass das alles sauber ist. Ja, das, was wir heute machen, herstellen, Straßenmarschbereitschaft und so, das ist für uns reine Routine. Ja, wir machen das alle zusammen, also die ganze Besatzung unterstützt sich da gegenseitig, was noch gemacht werden muss. Wie gesagt, jetzt zu Ende waschen und dann sind es später nur noch ganz kleine Sachen, die dann nochmal nachgesteuert werden. Wir haben den Auftrag, DFB Battle Group marschiert im Straßenmarsch vom Truppenübungsplatz Klietz auf den Truppenübungsplatz Altmark, um so die Voraussetzungen für die Folgeoperation Enforced Integrity zu schaffen. Gewinnt kampfkräftig im Rahmen eines Straßenmarsches ab morgen 0900 überschreiten Starting Point. Geschlossen unter Nutzung eines Fährbetriebes über die Elbe, gestellt durch die Pioniere von der 3. 901. Kampfpanzer dürfen nur 2 auf eine Fähre, Marder dürften 3 und so weiter und so fort. Auftrag für Charlie bezieht.
die Stellung 1 aus dem zukünftigen Opplan, beiderseits Hirschberg, mit 3 Kampfpanzern so, dass mit linker Grenze Pfahlberg und rechter Grenze A-Platz Durchlass beobachtet und gewirkt werden kann. Sobald Sie dort so in Stellung stehen, wie wir es eingeteilt haben, kurze Meldung über Funk, dass Sie stehen. Nö, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's, Befehlsaufgabe ist jetzt durch. Jetzt geht's zurück zu den Fahrzeugen. Ich schnappe mir jetzt meine Besatzung, bereite mich noch kurz vor, schnappe mir dann meine Besatzung und dann gebe ich den Befehl an die Besatzung weiter. Die Kommandanten haben an der Befehlsaufgabe teilgenommen, das heißt, die können intern mit ihren Besatzungen die Befehle weitergeben. Dazu sind sie durchaus in der Lage. Nicht falsch verstehen, aber vom Prinzip her ist es ein Marsch, nur halt, dass der Marsch über Gewässer stattfindet. Wir verlegen dann zum Gewässerübergang, werden dort in den Warteraum aufgenommen. Dann wird der Befehl ergehen für die Überquerung und dann nehmen die Pioniere die Leitung in die Hand. Und dann setzen wir über die Elbe über im Fährbetrieb. Der wird durch die Pioniere gesteuert. Ja, also ich mache das auch zum ersten Mal, diese Elbüberquerung. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich denke, Aufregung kann man es nicht nennen, weil für uns und auch für den Kraftfahrer, wir merken davon nicht viel. Ich denke mal, das sieht einfach von außen ganz cool aus. Der Gefechtsdienst der Kompanie des Zuges ist jetzt beendet. Wir haben die letzten Tage genutzt, um nochmal Ausbildungsmängel abzustellen, die Ausbildung zu vertiefen. Die Kampfpanzer sind aufgefahren. Wir treffen jetzt erste Maßnahmen, Schadfeststellung, Kleinstmängel, Kleinstschäden, stellen die dann selber ab in Zusammenarbeit mit der Instandsetzung, die hier auch aufgefahren ist. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit unserer EFP-Vorbereitung, dann schaut euch das nächste Video an.